Ja, ein Jahr Unify in unserem Heimnetzwerk, ein Jahr ohne Fritzbox. Wie ist es uns damit ergangen, beziehungsweise wie sind unsere Erfahrungen? Nun erst einmal, ein Jahr ohne Fritzbox ist nicht hundertprozentig richtig. Wir haben die Fritzbox ja noch als IP-Client für unsere Festnetztelefonie im Einsatz, aber alles andere, Gateway, Switche, Access Points, Controller, ist mittlerweile alles auf Unify umgestellt. Und wenn euch interessiert, welche Erfahrungen wir im letzten Jahr mit diesem Unify-Equipment gemacht haben, dann bleibt dran, nach dem Intro, da machen wir weiter. Ja, hallo, ich bin Thorsten von Haus und Technik und willkommen zurück zum Video und schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, es ist jetzt nun etwas über ein Jahr her, dass wir unser Heimnetzwerk von Fritzbox Equipment auf Unify Equipment umgestellt haben. Wie wir das in 3 Schritten gemacht haben, dazu habe ich schon mal ein Video erstellt, verlinke ich euch hier oben oder aber auch unten in der Videobeschreibung. Da habe ich Ihnen die Schritte beschrieben, die wir da durchlaufen sind, und ich berichte auch über die Höhen und auch die Tiefen für diese Umstellung. Wenn euch das interessiert, schaut gerne noch mal rein. Aber für dieses Video, da schauen wir uns jetzt erstmal das aktuelle Setup an. Ja, unsere aktuelle Unify-Netzwerkkonfiguration besteht aus einem UCG Ultra, heißt also einem Unify Cloud Gateway Ultra, welches an den Optical Network Termination der deutschen Glasfaser angeschlossen ist. Danach folgt jeweils ein 8-Port bzw. ein 16-Port Hauptverteiler-Switch, ein USW Lite 8 bzw. ein USW Lite 16 mit Power over Ethernet. Die Aufteilung der 8 und 16 Port Switche rührt daher, dass Unify keinen entsprechenden größentechnisch passenden 24 Port Switch zur Verfügung hatte, der bei uns entsprechend auf diese Installationswand passte, und wir wollten jetzt nicht die gesamte Wandinstallation da einmal nochmal komplett auf links ziehen. Also wie gesagt, beide Switche sowie auch die Fritzbox als Telefonzentrale sind direkt an das Unify Gateway entsprechend angeschlossen. Ja, und wie schon angesprochen, die Fritzbox fristet ihr Dasein, wenn man das so nennen darf, heute Entschuldigung, als IP-Client in unserem Netzwerk und bedient damit quasi die Festnetztelefonie, also heißt also Voice over IP, und bedient damit also unsere DECT-Telefone, die wir hier noch im Haus zur Verfügung haben. Wie man das Ganze einrichtet mit dem IP-Client und welche Tipps und Tricks man da vielleicht auch noch braucht, damit das alles unfallfrei funktioniert, auch dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Verlinke ich euch gerne hier oben oder auch unten in der Videobeschreibung. Da gibt es dann noch mal ein paar Hinweise, wie man sowas dann auch vernünftig hinbekommt. Ja, vom Gateway aus verteile ich natürlich dann alle meine LANs, ne, also im gesamten Haus über die beiden Hauptverteiler-Switche, wobei wir in den einzelnen Etagen und Bereichen, sagen wir mal, durchaus noch weitere Verteilswitche haben. Das sind dann nämlich hauptsächlich die USW Flex Mini, also 5-Port-Switche. Die sind hier nochmal in einzelnen, im Büro und so weiter und so fort, haben wir die nochmal angeordnet. Ja, und die werden dann hier werden dann die einzelnen Komponenten entsprechend angeschlossen oder aber auch die Access Points, die hier im Haus verteilt sind, um uns entsprechend mit WLAN zu versorgen. Welche LAN-Netzwerke bzw. VLANs ich hier so für uns gestaltet habe und warum ich das so gemacht habe, dazu gibt es auch schon ein Video. Auch das verlinke ich euch gerne hier oben im Video selber oder aber unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr reinschauen, warum wir das ein oder andere in der Art und Weise gemacht haben, wie es halt hier jetzt gerade anzutreffen ist. Ja, die Anordnung sowie auch die Anzahl der verwendeten Access Points hier im Haus, das ist natürlich am Ende des Tages immer ein Kompromiss. Aus dem bestmöglichen WLAN-Abdeckung, die man natürlich im Haus und im direkten Umfeld haben möchte, und natürlich auch aus den Installationsmöglichkeiten. Ja, hier kann nicht immer der bestmögliche oder der beste Installationsort gewählt werden, da an diesen Orten unter Umständen weder Strom zur Verfügung steht, noch aber eine Netzwerkleitung entsprechend ist oder zur Verfügung steht. Und ich sag mal, so Kabelkanäle mitten auf der Wohnzimmerwand oder im Esszimmer, also wer nicht alleine lebt, der weiß, das ist nicht ganz so einfach. Da muss man dann unter Umständen, wie gesagt, den Kompromiss auch eingehen.
Ja, und also folgt das Setup dann den bestmöglichen Orten, was dann allerdings bedeutet, dass man unter Umständen entweder mehr Hardware benötigt oder aber eine schlechtere Abdeckung im Gesamtbereich in Kauf nehmen muss. Wie gesagt, alles ein Kompromiss, der allerdings für uns hier nach doch einigen Versuchen und Optimierungsversuchen hier relativ gut funktioniert. Bei den WLAN-APs muss ich allerdings dazu sagen, da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die Light Access Points leider aber auch in der Performance relativ light sind und daher kann ich diese Access Points, wie zum Beispiel den U6 Lite, nur sehr eingeschränkt empfehlen. Ja, wenn wir jetzt uns das Haus mal anschauen, ich habe also jetzt für die Abdeckung also bei uns im Spitzboden sowie für das Obergeschoss einen U6 Long Range eingesetzt. Da hätte es ein U6 Pro wahrscheinlich ganz genauso gut getan. Ich war damals in der Annahme, ein Long Range, der hat da auch noch mehr. Hat er nicht. Ne? Aber wie gesagt, ein U6 Pro hätte es da genauso getan. Und die Installation im Obergeschoss ist von daher relativ günstig, weil wir eine offene Bauweise haben vom Dachgeschoss in das Obergeschoss hinein, dass also der Long Range aus dem Dachgeschoss quasi das Obergeschoss mit abdecken kann. Und daher brauchen wir im Obergeschoss dann nur noch zusätzlich zum Beispiel einen U6 Lite. Den habe ich hier im Büro zu Testzwecken installiert. Das heißt also, wenn ich hier mal irgendwie was ausprobiere oder so, dann habe ich diesen U6 Lite hier in Betrieb. Sonst im normalen Tagesgeschäft ist der hier also quasi nicht in Betrieb. Was ich allerdings habe, ist im Bereich des Kinderzimmers einen AC Mesh Access Point. Das ist also hier der Maikäfer, ne, mit den beiden Antennen dran. Der ist maßgeblich für das separierte Kindernetzwerk zuständig, beziehungsweise für das Gastnetzwerk, weil Kindernetzwerk beziehungsweise Gastnetzwerk spielt sich im Obergeschoss eigentlich in einem abgeschlossenen Bereich, nämlich im Kinderzimmer ab. Und deswegen haben wir den da installiert. Dann ist das auch komplett nochmal getrennt und wir haben das irgendwie auch nicht vermischt auf den entsprechenden Access Points. Ja, im Erdgeschoss verlasse ich mich auf einen U6 Mesh im Wohnzimmer und der deckt auch einen Teil des Gartens bzw. der hinteren Terrasse ab. Und für die Küche, die weiter vorne liegt und auf der Seite liegt, haben wir einen U6 Extender installiert. Hier habe ich nämlich nur Strom und kein kabelgebundenes LAN. Und da bot sich dieses Gerät an, einfach in die Steckdose stecken, quasi wie so ein Extender auch bei Fritz, ne, wie man das kennt von AVM. Der verbindet sich dann mit dem U6 Mesh in dem Fall. Und da haben wir auch sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Wie gesagt, der deckt den vorderen Bereich des Hauses und den seitlichen Teil des Gartens ab. Und das funktioniert relativ gut. Für den Bereich der Einfahrt, der sich auf der anderen Seite des Hauses vorne befindet und des vorderen Gartens, habe ich im Hauswirtschaftsraum noch einen U6 Lite installiert, der hängt dort unter der Decke, und ich habe einen weiteren U6 Lite im hinteren Teil der Garage installiert, der deckt die Garage selbst ab und einen weiteren Teil des Gartens hinten, sowie auch die relativ weit hinten in der Ecke stehende Gartenhütte. Ja, das hört sich wahrscheinlich jetzt alles erstmal ziemlich viel an und ja, wahrscheinlich gibt es dort auch bessere Lösungen, aber ich habe im gesamten Haus und auf dem Grundstück relativ viel Smart Home Komponenten verbaut und die sind auf ein stabiles WLAN angewiesen und ich habe hier wirklich viel experimentiert und habe Mesh APs draußen gehabt, in der Gartenhütte und die Anordnung im Haus unterschiedlich gehabt und das, was wir jetzt haben, das funktioniert. Ne? Und ich bin ja auch mit diesen Light-APs angefangen und damit, wie ich gerade schon sagte, bin und war ich definitiv nicht zufrieden, weil sie performant oder performance-technisch, abdeckungstechnisch nicht wirklich gut sind. Aber ich habe die trotzdem noch in Gebrauch, weil sie mir jetzt an diesen einzelnen Stellen, wie hier im Büro oder aber auch unten in der Garage, da reicht das. Da brauche ich jetzt keine anderen Sachen, die waren vorhanden. Deswegen habe ich sie einfach weiterverwendet und habe sie jetzt nicht, ich sag mal, verkauft und habe mir dafür irgendwie Pro-Geräte oder irgendwas gekauft. Ne? Deswegen habe ich die Lights weiter hier in Verwendung.
Ja, und wie gesagt, das kann man sicherlich auch anders, besser, optimaler gestalten. Aber wie gesagt, bis dahin zu kommen, wo wir heute hier sind, bei einem für uns doch guten und funktionierenden Setup, haben wir hier durchaus auch mit einigem Aufwand herumprobiert. Ich habe, wie gesagt, die Setups, die ich gemacht habe, da habe ich an den neuralgischen Punkten halt wirklich gemessen und habe geguckt, was kommt mit 2,4 Gigahertz an, was kommt mit 5 Gigahertz an, und habe dann versucht zu optimieren, weil auch das Unify Planungsunterstützungsprogramm, das Innerspace, was in den letzten Jahren oder im letzten Jahr durchaus besser geworden ist, das hilft da nicht wirklich. Also um ganz ehrlich zu sein, also rein gefühlt von meiner Warte aus ist das für die deutsche Bauweise eigentlich eher nur unzureichend nutzbar. Das zeigt wunderbare Abdeckung an und hinterher stellt man in der Praxis fest, das funktioniert so in der Form gar nicht. Ja, kommen wir zum Wichtigsten. Was hat der Spaß eigentlich gekostet? Ne? Also kommen wir zum Geld. Und ja, wie gesagt, was hat uns der ganze Spaß gekostet? Und hier konzentriere ich mich jetzt auf das aktuelle Setup, was wir jetzt haben, ne? Und lasse die Kosten für Komponenten, die wir getauscht haben und die ich wieder verkauft habe, außen vor. Wie zum Beispiel, wir haben hier ein anderes Gateway, ne? Das UCG Ultra, das war nicht von vornherein hier drin, sondern wir hatten ein Gateway Lite, was auch dann ohne Controller auskam. Und wie gesagt, das habe ich dann auch wieder ausgetauscht und die Kosten habe ich jetzt hier nicht mit drin, ne? Also heißt also, das Gateway an sich hat circa 90 Euro gekostet. Die Access Points lagen alles zusammen bei circa 950 Euro und die Switche lagen so roundabout bei 550 Euro, ne? Also alles zusammen 1600 Euro, was für ein Heimnetzwerk also durchaus schon nicht unerheblich ist. Ja, und dann kommt natürlich die Frage, ja, ist es das überhaupt wert? Ne? Und da muss ich jetzt sagen, von meiner Seite her, ganz klares Ja. Ne? Also kann ich nicht anders ausführen. Also sagen wir es mal so, also für alle, die nach einer preiswerten Plug-and-Play-Lösung suchen und sich nicht weiter mit den Details zu Netzwerken, zu VLAN, zu DNS und so weiter beschäftigen möchten, da ist Unify sicherlich der falsche Ansatz. Aber für alle anderen, die ein stabiles und performantes Heimnetzwerk möchten, die auch eine gewisse Anzahl von Komponenten zu Hause wirklich haben, also nicht für, weiß ich nicht, 2 Smartphones und ein Tablet, da lohnt es sich sicherlich nicht, ja, aber die dann auch die Flexibilität haben möchten, die erweiterte Funktionalitäten wie DNS, wie Traffic Rules, wie VLAN, wie ein Werbeblocker, unter Umständen noch erweitertes Netzwerkmonitoring interessiert und die individuelle Konfiguration in dem Plug-and-Play-Standard vorziehen, und natürlich aber auch willens sind, sich mit dem ganzen Untiefen der IT-Infrastruktur auseinanderzusetzen. Da bietet Unify zu, ich denke, akzeptablen Kosten wirklich gute Lösungen. Die sind jetzt nicht perfekt, aber sie werden kontinuierlich weiterentwickelt und das macht eigentlich schon ein recht gutes System aus. Ja, und ich meine, bei unserer Umstellung zu Unify und wer sich das Video dazu angesehen hat, der wird das auch gesehen und gehört haben. Da war ja auch nicht alles Sonnenschein, ne? Wir haben ja mit verschiedensten Problemen zu kämpfen gehabt, bei der Hardware, beim VPN oder auch bei Komponenten-Updates und dem Software-Controller. Da hat es ja durchaus Probleme gegeben und da haben wir auch durchaus mit gekämpft. Aber ich muss sagen, dank optimierter Hardware-Auswahl, wir haben ja das ein oder andere hier auch definitiv getauscht, und entsprechenden Software-Updates, die seitens Unify zur Verfügung gestellt werden, beziehungsweise beim Controller und Komponenten-Firmware bei den Komponenten, ist das definitiv Geschichte. Also einzig das VPN-Thema, das haben die noch nicht geregelt, das heißt also VPN, WireGuard und IPv6, das ist nach meinem Kenntnisstand bis heute, also ich habe, glaube ich nutze die Unify 9.3 irgendwas, da ist es bis heute nicht erledigt. Ja, aber für VPN nutze ich Teleport. Das reicht mir, für das, was ich tue, reicht das aus. Und ich bin damit zufrieden, also von daher kann ich da eigentlich auch nicht wirklich meckern. Ja, mit dem heutigen Wissen würde ich natürlich das ein oder andere anders angehen, definitiv. Aber im Grunde bereue ich den Umstieg von der Fritz-Welt in die Unify-Welt definitiv nicht.
Sagt ihr mir doch mal, wie ihr das seht. Habt ihr Unify im Einsatz? Habt ihr auch einen Umstieg gemacht? Wie seht ihr das? Ist das für euch ein positiv, eher negativ belastet? Teilt uns oder teilt mir doch die Erfahrungen einfach mal mit. Schreibt es unten in die Kommentare. Ich bin gespannt, wie eure Erfahrungen zu dem Thema aussehen. Ja, und für alle, die sich nicht sicher sind, ob sie diesen Weg gehen sollen, ich kann nur sagen, traut euch. Ja, es ist kein Plug and Play. Ja, man muss sich mit der Materie beschäftigen und man muss aber auch nicht alles auf einmal machen. Aber wenn die Umstellung dann einmal erfolgt ist und das läuft wieder alles, sind die Möglichkeiten und die Flexibilität, die einem das System bietet, ich will nicht sagen grenzenlos, aber im Gegensatz zum Fritz-Umfeld sind die riesig und die Durchgängigkeit des Systems, die macht einfach Spaß. Ja, in dem Sinne, das war mein Erfahrungsbericht zu ein Jahr Unify, also ein Jahr ohne Fritzbox, eingeschränkt in Anführungszeichen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen oder beziehungsweise ich hoffe, ich konnte euch vielleicht bei einer Entscheidungsfindung vielleicht sogar etwas behilflich sein. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir gerne ein Like da. Das hilft mir, hilft dem Kanal, wäre super nett von euch. Für Kommentare, Anregungen oder Fragen, bitte nutzt unten die Kommentarfelder. Ich lese alles, ich versuche alles relativ zeitnah zu beantworten. Und wenn ihr abonnieren wollt, dürft ihr natürlich gerne den Kanal abonnieren. Wenn ihr die Glocke drückt, dann werdet ihr immer informiert, wenn ich hier etwas Neues mache. Und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel über, als zu sagen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Bleibt gesund und gerne wieder hier bei Haus und Technik, eurem Kanal für Technik rund ums Haus. Dankeschön und tschüss.